Podcast ist eine wunderbare Content-Recycling-Maschine. Bevor man in irgendwas anderes noch investiert, sollte man in ein Mikrofon investieren. Was sind so die größten 3 Fehler, die Leute machen, wenn sie einen Podcast starten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Heute dreht es sich im Erfolgsgeflüster-Podcast um das Thema Podcasting. Wenn du schon mal darüber nachgedacht hast, einen eigenen Podcast zu starten oder bereits einen eigenen Podcast gestartet hast und den Ganzen auf das nächste Level bringen möchtest, dann ist diese Podcast-Folge für dich. Mein heutiger Gast ist Podcast-Profi und ich freue mich jetzt gleich mit ihm über dieses tolle Thema Podcasting zu sprechen. Und damit begrüße ich ihn recht herzlich. Hallo Pascal von Gera. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir machen einen Podcast, in dem wir auch über Podcasting sprechen. Das ist für mich auf jeden Fall auch Premiere. Ich freue mich sehr darauf, einen Podcast-Profi hier zu haben. Deswegen die erste Frage vielleicht mal direkt. Wie kamst du dann eigentlich zum Podcasting? Hast du das immer schon gemacht oder wie hat das Podcasting vielleicht auch dich gefunden auf dem Weg durchs Leben? Nein, immer gemacht habe ich das natürlich nicht. Aber ich bin ein sehr audiophiler Mensch. Ne? Ich höre sehr, sehr gerne Stimmen. Und Musik und so höre ich auch gerne, aber ich höre sehr gerne gesprochene Sprache zu. Ne? Hörbücher ist zum Beispiel eine ganz große Sache für mich. Und als dann damals Podcast aufkam, fand ich das natürlich mega toll, weil ich bin nicht so unbedingt der Radiomensch. Das wäre ein ähnliches Format, aber Radio ist ja nun mal, es wird gesendet und entweder du kannst gerade zuhören oder eben nicht. Und Podcast ist so das perfekte Radio für mich, weil ich habe Zugriff dann, wenn ich ihn brauche. Also habe ich unheimlich früh und gerne angefangen, Podcasts zu konsumieren und habe dann so einfach Bock gehabt, das selber zu machen. Ja, das hat mich unheimlich in den Fingern gekribbelt, hat da aber nicht so den Mut am Anfang für, muss ich schon sagen. Also da waren schon einige Hürden, die ich da überwinden musste, mit Podcasten anzufangen. Aber ja, irgendwann habe ich sie dann überwunden und jetzt seit, lass mich kurz überlegen, 5 Jahren bin ich selber unter den Podcastern und habe da ja auch in dem Bereich jetzt mein eigenes Business. Welche Hürden waren das denn? Weil vermutlich die Hürden, die du damals hattest, sind auch die Hürden, die unsere Zuhörer wahrscheinlich haben, wenn sie es jetzt auch noch nicht gemacht haben. Hast du da so ein paar Beispiele? Was war das bei dir, was dich abgehalten hat, ein paar Monate, Jahre davon zu starten? Ein paar Monate muss man, also dieser Wunsch, dass wirklich, okay, jetzt machst du das, waren ein paar Monate, ne? Davor war es immer so ein, ja, würde ich gern mal machen, aber es war sowieso jetzt nicht so aktuell. Oder der Druck groß, dass ich es machen will. Meine größte Hürde war tatsächlich, die eigene Stimme zu hören. Das haben ja ganz, ganz viele, aber mich hat das wirklich gestört. Ich habe jedes Mal, wenn ich mich selber gehört habe, gedacht, Gott, am besten sagst du gar nichts mehr, egal wann, egal wie. Fand das so unbequem irgendwie, ne? Und das ist ja tatsächlich bei vielen auch der Fall. Das habe ich tatsächlich sehr gut geschafft. Ich habe irgendwann sozusagen den harten Weg gegangen und ich habe mir meine Stimme gegeben, wann immer es ging. Also ich habe Freunden eine Sprachnachricht geschickt und habe die mir danach nochmal selber angehört. Hatte den positiven Effekt, dass man so denkt, okay, da hätte sich kürzer fassen können oder hier bist du abgeschweift. Man merkt das dann so ein bisschen. Und ich habe einfach mich an meine Stimme gewöhnt und habe Gott sei Dank ungefragt immer wieder mal Feedback bekommen. Du hast aber eine angenehme Stimme. Und da war ja dann irgendwann das, was ich eigentlich als ganz anders empfinde. Ganz am Anfang habe ich auch jedes Mal gedacht, ja, schön, nett von dir, danke. Hab's aber nicht geglaubt. Und irgendwann kam es eben dann zu, dass ich, ja komm, also es wird hier so oft gesagt, dass du keine unangenehme Stimme hast zumindest. Mach es einfach mal. Hab es dann gemacht. Und dann natürlich durch Podcasts sind ja auch nochmal längere Formate, sehr, sehr viel meine Stimme gehört. Und tatsächlich heute ist das für mich überhaupt kein Problem mehr. Also ich höre mich jetzt ja auch über meine Kopfhörer selber. Ich habe das so eingestellt als Monitoring, dass ich mich hören kann. Stört mich null. Das war so eins der größten Hürden eigentlich. Ne? Die andere Hürde, die man vielleicht noch sagen kann, habe ich was zu sagen? Habe ich genug zu sagen? Und kann ich eine Folge damit füllen? Sind tatsächlich auch sehr häufige Sachen. Und ein Podcast macht man ja eigentlich über Sachen, die man irgendwie gerne hat. Ich sage immer, hast du irgendein Thema, das du jedem gerne erzählen würdest, ne? Dann ist das dein Podcast-Thema und da geht einem das nicht aus. Aber man denkt das am Anfang. Absolut, ja. Vielleicht kann ich da selber ergänzen, das mit der Stimme hatte ich nicht, aber für mich war es natürlich so das Thema Sichtbarkeit.
Ja, weil das natürlich du willst ja dann auch, dass das Leute sich im besten Fall anhören oder anschauen bei mir mit dem Videopodcast. Und das war für mich so eine Hürde am Anfang so: will ich wirklich, dass die das alle sehen, ne? Und da habe ich mich am Anfang nicht so wohl gefühlt, aber auch da, ne, nach den ersten 3, 4 Folgen und das Feedback war super und, ist 'ne Entwicklungskurve. Inzwischen ist mir das, ja, nicht egal, aber ich freue mich einfach nur noch, weil es macht Spaß, ja. Super cool. Du hast von deinen eigenen Podcasts schon gesprochen. Hol uns doch mal ab, weil ich weiß, es ist mehr als einer, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen, was für Podcasts hast du und ja, wie unterschiedlich sind vielleicht auch die Themen dieser Podcasts? Mhm. Total unterschiedlich. Also ich habe 3 eigene Podcasts, wobei einer, das war mein erster, der ist mittlerweile ruhend. Angefangen, ich habe mit einem Fotografie-Podcast angefangen. Natürlich also die Themen, die man da so irgendwie abdecken kann, von Einstiegssachen über weiterführende Sachen. Da finde ich es zum Beispiel auch super interessant, dass dieser Podcast seit, ich glaube, 3 Jahren von mir nicht mehr bespielt wird und auch nicht erwähnt wird und er läuft trotzdem. Ne? Also er hat regelmäßig seine neuen Zuhörer und so. Also das ist auch das Geile an einem Podcast. Er kann eben auch laufen und für dich arbeiten, wenn du den gar nicht mehr, noch nicht mal aktiv betreibst. Dann habe ich habe relativ schnell angefangen mit Interviews innerhalb meines Fotografie-Podcasts und habe schnell gemerkt, boah, ich habe so viele interessante Menschen, mit denen ich gerne sprechen möchte, die passen aber nicht in dieses Thema. Teilweise haben wir versucht, irgendwie über irgendeine Ecke dann noch im Kreativbereich schnell so einen Tipp zu geben. Ich habe mir dann gedacht, komm, du brauchst einen Podcast, den du offen gestalten kannst. Daraus ist die Business-Plauderei entstanden. Im weitesten Sinne geht es eigentlich nur um Unternehmer, am liebsten Einzelunternehmer. Und ich habe immer gern Learning. Also hattest du mal irgendwie ein Problem und wie hast du es überwunden? Das ist die Business-Plauderei. Die läuft auch noch. Immer nur Interviews. Da mache ich gar keine Folgen alleine. Und mein aktuelles Baby in Anführungsstrichen ist dann mein Ready Steady Podcast. Da geht's dann halt ums Podcasten. Das ist ja jetzt auch mein Business. Da geht's eben darum, und da bin ich teilweise noch als Co-Moderator in verschiedenen anderen Podcasts tätig. Also ich glaube, wenn man das mal zusammenzählt, gibt es 6 Podcasts, wo ich irgendwie als Sprecher mit involviert bin. Super spannend auf jeden Fall, auch eine ganze Menge Arbeit, aber deswegen ist ja Podcast auch dein Business heutzutage. Insofern, sehr, sehr cool. Was genau machst du denn? Also, mit welchen Menschen arbeitest du, die einen Podcast haben wollen und wie sieht diese Zusammenarbeit üblicherweise aus? Mhm. Also grundsätzlich mit allen Menschen, die einen Podcast haben möchten. Es richtet sich natürlich gerade im Marketing und so überwiegend an Menschen, die ein Unternehmen haben und ihr Unternehmen, ihr Business mit einem Podcast irgendwie unterstützen möchten. Aber das darf auch jemand sein. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Coaching, die wollte oder möchte einen Podcast über Stricken ins Leben rufen. Ja, also es darf auch privat sein und alle möglichen Themen sein. Aber ich richte mich natürlich überwiegend an Menschen, die irgendeine Expertise haben, die ein Business haben und mit einem Podcast einfach noch ein zusätzliches Medium und noch mal ein ganz anderes Medium, wo man ganz anders interagieren kann, wo man viel mehr Zeit und Möglichkeit hat, auch mit seiner eigenen Art und Weise, ne? Wie bin ich, wie spreche ich, wie denke ich, rüberzukommen. Und ja, was mache ich? Also ein Kunde hat mal so ganz schön über mich gesagt, du nimmst mir irgendwie 90% der Arbeit ab. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, ja. Wenn erstmal alles läuft, ist es eigentlich so, dass man mir die Aufnahme schickt und ich mache den gesamten Rest, ne? Vom Schneiden bis hin zum Hochladen. Für viele schreibe ich auch die Shownotes, poste es teilweise auch auf YouTube. Also dieses Ganze mache ich und ich fange halt, wenn es nötig ist, wirklich bei Null an. Also ich habe wirklich einige Kunden, die gesagt haben, ich hätte gern einen Podcast. Ich kenne das auch so, ich habe schon mal Podcasts gehört, aber ich habe null Ahnung. Ich habe keine Technik, ich weiß nicht, wie das geht, was soll ich machen? Also wir können wirklich bei Null anfangen. Das heißt, ich richte auch ein Setup mit ein und all diese ganzen Sachen. Also man kann wirklich sagen, ich habe gar nichts, ich habe nur den Wunsch und dann geht's los. Ja, perfekt. Das ist vielleicht der Aufruf an euch, wenn ihr auch überlegt, einen Podcast zu machen, ne? Schaut da gerne mal rein, entweder in Pascals Podcast, ne, um dir einfach da ein paar Tipps zu holen oder einfach am besten sich auch direkt melden, mal beraten lassen. Lass uns mal gerne über ein paar Sachen sprechen. Jetzt über Hürden haben wir schon gesprochen, aber ein paar konkrete Sachen, die man vielleicht beachten sollte, wenn man es jetzt eben doch in Eigenregie erstmal anfangen möchte und da so die ersten Folgen aufnehmen und veröffentlichen will. Was sind so die größten 3 Fehler, die Leute machen, wenn sie einen Podcast starten, aus deiner Erfahrung?
Die größten 3 Fehler. Der erste große Fehler ist zu viel vergleichen. Das heißt, vor allem, man neigt dazu, auch bei Podcasts, sich zum Beispiel mit YouTube mit den Zugriffszahlen zu vergleichen. Ja, bei Podcasts ist das Schöne, weder ich, also wenn ich jetzt auf der Plattform bin und gucke, was haben andere für einen Podcast, dann kann ich nicht sehen, wie viele Downloads, wie viele Abrufe hat dieser Podcast. Das finde ich grundsätzlich auch sehr, sehr gut. Dann nimmt man natürlich die nächstmögliche Zahl, die greifbar ist, ist dann oft YouTube. Der hat 3.000, 4.000, 50.000 Aufrufe. Und man guckt dann vielleicht nach 10 Folgen in seine eigenen Insights und der Podcast hat 100 Aufrufe pro Folge oder 20 Aufrufe pro Folge, ja. Das heißt, man vergleicht sich eben. Und das finde ich mit den größten Fehler, weil grundsätzlich erstmal die Zahl, die es anhört, sollte nicht das Ziel sein, das ich erreichen möchte. Das sollte man immer im Auge haben, klar. Aber ich muss den Podcast anfangen aus der Intention heraus, ich möchte was von mir zeigen, ich möchte meine Expertise zeigen, ich habe da Bock drauf. Das ist das Wichtigste. Weil wenn ich dann gucke, meistens vergleicht man sich ja eben mit den Größeren, die schon jahrelang da drin sind und dann haben die irgendwie 3, 4, 5.000 und ich habe 30, 40, 50, dann kommt ein Frust. Und das ist Mist. Ja, also nicht vergleichen. Das andere ist zu spät anfangen. Ich sage immer super gerne, wenn dir nach einem Jahr deine erste Folge nicht peinlich ist, hast du zu spät angefangen. Ja, das heißt, nicht zu perfekt sein wollen, nicht, ja, ich brauche aber erst noch das und ich muss erst noch besser da drin werden und dies und kann ich überhaupt über das Thema sprechen? Es gibt doch so viele, die besser, erfolgreicher da sind oder so. Egal, fang an. Es geht nicht darum, wie viel du sagen kannst. Es geht darum, was du sagen kannst und wie du es sagst und wie du es rüberbringst. Das heißt wirklich sagen, okay, anfangen und ich und der Podcast dürfen gemeinsam wachsen. Ja, ich kann mit dem Handy anfangen. Die Handymikrofone sind nicht das Gelbe vom Ei, aber sie sind gut genug, um damit anzufangen. Also ich brauche eigentlich gar nichts weiter, weil wir alle haben irgendwie ein Handy und kann schon anfangen. Und der dritte Punkt, lass mich kurz überlegen, sich nicht genug Gedanken machen, was möchte mein Hörer hören. Also viele senden raus, was sie sagen möchten, vergessen aber, was möchte der Hörer hören. Also ich muss immer bei meiner Folge, wenn ich sie plane, eigentlich in die andere Position gehen. Was habe ich für ein Thema und was möchte derjenige in diesem Thema hören? Möchte er zum Beispiel, ich habe so im weitesten Sinne einen Handwerker-Podcast, also nicht ich selber, aber ich betreue den, dass ich da halt überlege, okay, was sind so meine Themen, die ich habe, aber ich muss dann natürlich in die Kundensicht gehen. Ne? Ich möchte vielleicht nicht unbedingt viel darüber hören, sagen wir mal jetzt in dem Fall irgendwelche Lacke oder so, wie toll die im Umweltfaktor sind, das kann man erwähnen, aber ich möchte vielleicht hören, wie leicht sind die zu verarbeiten oder so, ne? Wie freundlich, schnell, trocken, was muss ich alles damit machen, sowas, ne? Also, dass ich da diesen Perspektivenwechsel habe. Egal für welches Thema. Absolut, ja. Ich glaube, einige dieser Punkte kenne ich auch aus meiner Geschichte. Insofern, ja, das mit dem Wachsen, mit dem Podcast kann ich nur bestätigen. Ich habe wahrscheinlich auch zu spät angefangen. Du hast gerade von Planung gesprochen. Wie viel Planung ist denn notwendig für Podcast-Folgen allgemein aus deiner Sicht? Das hängt ganz stark vom Podcast ab, ja. Also ich habe ja relativ viel Einsicht, sowohl was eigene angeht, als eben auch was Kundenpodcast angeht. Zum Beispiel bei Interviews, je nachdem, was ich für ein Interview habe, bereite ich mich teilweise auch gar nicht vor. Also wirklich komplett gar nicht. Ich weiß, mit wem ich spreche und ich weiß so ein ganz grobes Thema, worum wir sprechen. Aber dann kommt wirklich, hallo, lass uns mal quatschen und dann einfach mal schauen, wie das Gespräch kommt. Ja? Bis hin zu, okay, ich weiß ganz genau, ich möchte jetzt mit jemandem über eine bestimmte Sache sprechen und ich schreibe mir Fragen auf, ich recherchiere, was hat die Person für eine Expertise, was möchte ich vielleicht unbedingt wissen. Also ich habe zum Beispiel, dass ich jetzt sage, ich habe vor kurzem einen Podcast für meinen Ready Steady Podcast gemacht, Content Creation, beziehungsweise worauf muss ich achten, wenn ich jetzt ein Cover erstelle, wie muss das funktionieren, dass so ein Cover sehr, sehr klein funktionieren muss, ne? Wenn ich auf einem großen Bildschirm mir das Cover ansehe und denke, oh toll, und dann später in der App ist das so klein und man erkennt nichts, ja? Da muss man natürlich vorbereiten, was muss alles irgendwie da drin sein.
In einzelnen Folgen ist es vielleicht noch etwas mehr, ja. Wobei ich da vorsichtig bin. Ich habe gemerkt, gerade im Anfang, also wenn man noch nicht so da drin ist zu sprechen, nicht zu kleinteilig zu planen, sondern sich zu überlegen, okay, ich möchte darüber sprechen, mach mir vielleicht so 5, 6 Bullet Points und versuche dann frei zu sprechen. Weil sonst kommt das sehr in so einen komischen Fluss, sag ich jetzt mal. Man hört vielleicht, dass man irgendwie abliest, dass man vielleicht beim Lesen nochmal nachdenkt und dann irgendwie ins Stocken kommt, solche Sachen. Da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe das anfangs ziemlich schwierig empfunden. Themenplan, aber bei der Folge dann so locker und leicht wie möglich, sagen wir es mal so, ne? Auf jeden Fall, ja. Würdest du anfangen, eher dazu raten, Solo-Folgen zu machen, also einfach über das Herzensthema quasi zu sprechen oder doch direkt Richtung Interviews zu gehen oder beides? Es kommt darauf an, wie man sich persönlich wohlfühlt. Ne? Ich zum Beispiel, ich liebe Interviews. Ich finde Interviews, ob ich sie führe oder ob ich Gast bin, total einfach. Ich liebe das. Weil ich einfach so dieses Gespräch, ne? Ich kann die Kamera vergessen. Also ich weiß zwar jetzt, dass da die Kamera steht. Ich sehe sie auch so im Augenwinkel. Aber ich habe jetzt in den letzten 5 Minuten 0 daran gedacht. Ja? Das fällt dann deutlich leichter. Oder auch, wenn keine Kamera da ist. Ne? Man ist immer so, man redet und man redet eigentlich ins Nichts. Deswegen finde ich die Interviews super spannend. Es gibt ja auch Personen, die da irgendwie so ein Problem mit haben, die vielleicht so dieses gerade in leisen, stillen Kämmerlein und nur ein Mikrofon ganz toll finden. Man muss sich ein bisschen fragen, was für eine Person bin ich? Und dann halt überlegen. Also wenn man eher so diese introvertierte Person vielleicht ist, lieber mit Solo-Folgen anfangen und da sich keinen Stress damit machen, einfach mal aufnehmen. Und wenn es nichts war, dann löscht man das wieder, ja. Und wenn man sagt, naja, so alleine da ist schwierig, dann ist vielleicht eben das Interview leichter. Da muss man sich so ein bisschen selber hinterfragen. Wie finde ich denn jetzt am besten Themenideen? Also ich habe ein Herzensthema, zum Beispiel Coaching, das haben ja ganz viele. Und wie kann ich jetzt konkrete Themenideen für einzelne Folgen daraus ableiten? Also ich weiß, dass du da auch verschiedene Methoden hast, aber teil gerne mal so deine Lieblingsmethode, wie ich da bestenfalls so eine Themenliste kriege mit irgendwie 10 Vorschlägen. Also die Lieblingsmethode ist tatsächlich alt wie die Zeit, Notizbuch. Also entweder ein Notizbuch oder irgendwie am Handy die Notizen-App. Weil, also ich persönlich habe das ganz oft, dass mir einfach im Alltag Ideen kommen. Ja, ich gehe spazieren, ich stehe vielleicht im Supermarkt an der Kasse, denke so ein bisschen nach und dann kommt mir eine Idee oder ich spreche mit jemandem, oh, gute Idee, schnell aufschreiben. Ja, das heißt, ich sage wirklich immer in dem Moment, wo man sagt, ich möchte einen Podcast anfangen, sich irgendwo eine Liste nehmen, wo ich dann kontinuierlich immer aufschreiben kann. Und sich mal hinsetzen mit dem Ziel 100 Podcast-Themen. Das Ziel ist sehr hoch gesteckt. Es geht auch nicht unbedingt darum, wirklich 100 Themen zu erreichen. Aber es soll dich dazu anregen, zu überlegen, okay, worüber könnte ich alles sprechen? Und dann einfach mal fließen lassen. Es sollte möglichst still sein oder man hört Musik, aber man sollte sich nicht ablenken lassen. Und dann wirklich gucken. Und dann irgendwann kommt, das könnte ich noch aufschreiben und dies könnte ich noch aufschreiben. Und auch diese Liste darf ja mit der Zeit wachsen. Ne? Das ist so das, was aus einem selber herauskommt. Und dann, es gibt oder gab früher Answer the Public, war eine sehr gute Seite. Da konnte man ein Thema eingeben, da kamen so die meisten Suchanfragen. Heute gibt es natürlich sowas wie KI. Da kann man nehmen, was man möchte und dann einfach mal fragen. Ich finde das immer ganz schön, so eine KI ist für mich nicht dafür da, mein Buch zu schreiben, aber das leere Blatt erstmal zu füllen, sage ich immer ganz gerne, ja. Das heißt, ich kann mal sagen, ich habe das und das Thema. Denk mal drüber nach und was könnte ich da irgendwie für Themen machen und denk mal um die Ecke, also es gibt so ein bisschen, wie man den Prompt eingibt, ne? Und gib mir mal irgendwie 100 Ideen. Das heißt nicht, dass man die übernehmen muss, aber man hat erstmal so, gute Idee, darüber könnte ich auch sprechen, ja? Das sind so die besten Methoden. Hast du so einen Tipp, wie man am besten an diesen Prompt auch rangeht, dass man halt wirklich auch eine gute Liste kriegt und nicht eben so ein Standardding mit den wichtigsten Themen aus Google oder so? Man sollte der KI erstmal eine Rolle zuweisen. Das heißt, dass man ihr zum Beispiel sagt, unterstütze mich dabei, für das und das Thema einen Podcast auf die Beine zu stellen, Themen zu finden. Dann ist es ganz gut, wenn ich ihr, der KI, direkt sage, was ist meine Zielgruppe, was ist mein Thema und was möchte ich mit dem Podcast erreichen? Möchte ich unterhalten? Möchte ich bilden? Möchte ich
netten Talk oder einen True Crime Podcast oder was auch immer, ne? Und ihr das alles sagen, wie man das dann sagt, also ich glaube, dass die mittlerweile ganz gut verstehen. Ich kann das in sehr trockenem Deutsch, sage ich mal, schreiben, und ich kann das relativ gut umschreiben. Das verstehen die mittlerweile ganz gut. Ganz gut ist nochmal so dieser sei kreativ und denk um die Ecke. Die beiden Sätze finde ich immer sehr, sehr gut. Und man kann am Ende nochmal sagen, bevor du mir eine Antwort gibst, hinterfrag dich nochmal selber, denk nochmal nach, und dann kommen eigentlich ganz gute Ergebnisse dabei raus. Wichtig ist, dass man Ziel und Zielgruppe mitdefiniert. Auf jeden Fall. Was auch aus meiner Erfahrung immer hilft, ist einfach dieser Appell, stell mir gerne Fragen, wenn du noch Verständnisfragen hast. Weil das hilft auf jeden Fall auch immer. Dann kriegt man meistens selber erstmal 10, 20 Fragen zugeschickt. Ne? Wenn man die dann beantwortet, dann kommen die Ergebnisse auch deutlich besser rüber als ohne. Cool. Damit haben wir, glaube ich, das Thema Podcast-Ideen, also für die einzelnen Folgen schon abgehakt. Dann bleibt auf jeden Fall noch eine weitere große Baustelle, die wahrscheinlich viele im Kopf haben, und zwar das Thema Technik. Du hast vorhin schon gesagt, Handy reicht vollkommen aus, aber da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Zum einen natürlich vielleicht der Schnitt, wenn man einen Videopodcast macht, oder auch beim Audio-Podcast zumindest nochmal anhören und schauen, ob da was zu tun ist. Aber auch das ganze Thema Hosting zum Beispiel. Wo lade ich denn diesen Podcast einfach hoch? YouTube ist, glaube ich, relativ einfach. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu sprechen. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist sehr simpel. Aber wenn ich jetzt auf Spotify und Co. unterwegs bin, wo fange ich denn am besten an mit dem Thema Hosting? Was ist so deine persönliche Empfehlung? Wo hosten deine Kunden letztlich ihren Podcast? Also ich kenne 2 Anbieter, sagen wir mal, die ich immer ganz gerne erwähne. Das eine ist Buzzsprout. Die übernehmen sehr, sehr, sehr viel an Möglichkeiten, ja, auch dass sie teilweise Webseiten dafür erstellen und, ist aber kostenpflichtig. Ich persönlich bin nicht der größte Fan, eben weil dadurch auch nochmal Kosten entstehen, und teilweise, ich habe jetzt länger nicht nachgeguckt, vorsichtig mit der Aussage jetzt, aber früher war es auch mal so, dass es eine begrenzte Zeit gehostet wurde. Also je nachdem, in welchem Plan ich war, konnte es sein, dass nach 6 Monaten die Folge weg war. Bin ich kein Fan von. Ich finde, ein Podcast sollte wie so eine Bibliothek sein. Ich empfehle immer Spotify, also Spotify for Creators heißt es heute, früher hieß es Spotify for Podcasters. Das ist einfach die Hosting-Plattform von Spotify. Es ist der größte Anbieter neben Apple, aber es ist kostenlos. Es ist sehr einfach aufgebaut. Man wird durch also wenn man sich bei Spotify for Creators ein Konto anlegt, kostenlos, dann wird man sehr gut da durchgeführt. Man kann eigentlich mit fast gar keinem Wissen da dran gehen und kriegt es dann gut hin. Und es bleibt einfach da. Ne? Es ist einfach, ich kann auch mal eine Folge später nochmal ersetzen zum Beispiel. Ne? Ich kann in die Folge von vor 3 Monaten reingehen und sagen, ich habe da irgendwas gesagt, das ist nicht mehr aktuell, das habe ich mal rausgeschnitten, und ersetzt dann einfach diese Aufnahme. Finde ich klasse. Also Spotify for Creators würde ich jedem empfehlen, der damit anfangen möchte und dann erstmal schauen möchte. Kann ich unterschreiben. Also ich hoste meinen Podcast tatsächlich auch bei Spotify aus genau dem Grund. Ich war auch zuvor erst bei, ich weiß nicht mehr, was es war, Anchor oder der Nachfolger des Ganzen. Hab dann irgendwie festgestellt, dass man nach der ersten Folge, die for free war, dann direkt ins Bezahlungsangebot gewechselt ist, wenn man das zweite hochladen wollte, und habe dann recht schnell festgestellt, nein, ich gehe auch zu Spotify. Cool, hast du noch so 1, 2 Tipps, die man beachten sollte, wenn man einen Podcast starten will, damit man eben in solche Fallen zum Beispiel genau nicht läuft, sondern das Setup eben von Anfang an sauber ist? Mhm. Also wie gesagt, ich habe natürlich gesagt, ein Handy reicht aus, ne? Es soll keine Hürden sein. Trotzdem ist es natürlich so, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Podcast und möchte den von Anfang an gut aufstellen, dann, bevor man in irgendwas anderes noch investiert, sollte man in ein Mikrofon investieren. Da muss man gar nicht so viel Geld ausgeben. Ja? Also ich sag mal so, knapp 90 € gibt es sehr, sehr, sehr gute Mikrofone, die ich selber auch schon benutzt habe, auch schon an Kunden die Setups damit eingerichtet habe. Wichtig ist, dass man das Mikrofon gut positioniert. Ja, also das ist die größte Stolperfalle, die man machen kann, egal ob ich jetzt ein Handy nehme, 90 € oder ein 500 € Mikrofon. Die Position ist eigentlich das A und O. Das heißt, nah am Mund, aber nicht so am Mund, dass ich die ganze Zeit irgendwie da reinpuste und reinblase, in Anführungsstrichen. Weil das kann ganz, ganz viel kaputt machen. Ne? Also wenn ich das beste Mikrofon habe und die ganze Zeit irgendwie so da reinspreche, dass diese Plosivlaute, nennt man das, so Pustegeräusche machen, dann kann das beste Mikrofon einfach etwas produzieren, das störend ist für mich als Zuhörer. Und wie gesagt, auch ein nicht ganz so teures Mikrofon kann sehr, sehr gut klingen,
wenn ich es nah an mir habe. Das heißt, ob ich jetzt ein Handy nehme oder ein Mikrofon, ich würde spätestens als zweites in einen Mikrofonarm oder irgendwie so einen Stativ, einen Ständer investieren, dass ich dafür sorgen kann, dass das Mikrofon, die Aufnahmequelle nah am Mund ist und sie dann bitte so platzieren, dass ich zwar nah bin, aber daran vorbeispreche. Ja, dass diese Luftströme einfach nicht direkt ins Mikrofon pusten. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da hat jeder Podcast am Anfang so seine Erfahrungen gesammelt. Ich zähle mich da auf jeden Fall auch mit rein. Das war mal etwas, was mich sehr gestört hat, selber am Anfang bei den Testaufnahmen vor allem. Wie nah oder wie weit weg gehe ich? Und für mich passt das jetzt so ganz gut, aber auch da ist immer Optimierungsbedarf, ja. Wenn ich jetzt so eine Folge fertig habe, ich habe sie hochgeladen bei Spotify oder vielleicht auch bei YouTube, was sollte ich denn jetzt sonst noch tun? Hast du ein paar Geheimtipps für unsere Zuhörer, die jetzt einen Podcast starten, damit der Podcast im besten Fall von Anfang an zumindest eine solide Reichweite generieren kann? Sprechen. Also drüber sprechen. Ich würde sagen, wenn ich einen Podcast starte und früh oder spätestens eine Woche bevor er online geht, sämtliche Freunde, die mich kennen, die sagen, boah, hör auf, drüber zu reden, dann habe ich was falsch gemacht. Also wirklich überall drüber reden, auf Social Media, wenn man hat, einen Newsletter, bei Freunden erwähnen, in Gesprächen mit Kunden. Ach, übrigens, nur, dass du Bescheid weißt, ich habe irgendwie, ab nächste Woche gibt's meinen Podcast, da gibt's ganz tolle Themen, ja. Weil, ich sage mal, ein Podcast ist wie ein wunderbarer Radiosender, wo keiner weiß, welche Frequenz ich einstellen muss. Nur weil ich ihn hochgeladen habe, heißt das noch lange nicht, dass er automatisch gehört wird. Das heißt, das Wichtigste, das absolut Wichtigste, was ich tun kann, ist, ihn zu verbreiten. Also jedem zu sagen, guck mal, da ist was. Ja. Es gibt so einen Tipp, dass man sagt, am besten sollte in den ersten 24 Stunden mindestens 100 Hörer auf dem Podcast gewesen sein, um ihn zu ranken oder so. Ist manchmal schwierig, deswegen gebe ich den Tipp nicht mehr ganz so gerne weiter. Für jemanden, der schon sehr gutes Marketing zum Beispiel über Newsletter hat, kann das erreichbar sein. Es kann aber eben auch frusten, wenn das nicht passiert. Und ich finde, in die Charts zu kommen, ist jetzt erstmal nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die hören, die für mich wichtig sind. Deswegen jede Möglichkeit, die ich habe, nutzen und auch jedes Mal nutzen. Also wenn ich einen Beitrag auf Social Media mache, PS, in einer Woche geht der Podcast online. Sei gespannt. Die Community mitnehmen. Ich bin vielleicht gerade mein Cover am Gestalten. Ich kann mich zwischen 3 Versionen nicht entscheiden. Ja, mach eine Umfrage auf Instagram oder so draus. Ne? Soll ich A, B oder C nehmen? Dann hat man noch als Community das Gefühl, oh, ich war Teil davon. Heute geht er online, muss ich unbedingt hören, ja? Reden. Und das nicht nur für die ersten Folgen, sondern wahrscheinlich Immer. auch dauerhaft. Bitte. Ja, auf jeden Fall. Gehe ich den Leuten damit nicht auf die Nerven, war eine ganz... Ich sag mal so, am Anfang ist es wichtig, dass ich den Podcast an sich natürlich immer wieder erwähne, hey, ich mache da was, ich bin gerade dies und das und jenes am machen. Später kann man das ganz charmant machen. Also ich finde, ein Podcast ist eine wunderbare, so eine Content-Recycling-Maschine. Das heißt, ich setze mich zum Beispiel hin, nehmen wir mal, ich mache alle 14 Tage eine neue Folge. Dann kann ich am 1. des Monats, kommt die vielleicht raus, und innerhalb dieser 14 Tage, jeden 3. Tag mache ich irgendwie einen Beitrag über mein Social Media, das Thema, und nehme einfach mal dieses Überthema, in dem ich im Podcast gesprochen habe. Am 1. geht er online, ich mache ein Posting oder Newsletter, schicke ich raus, hey, heute die neue Folge geht um Thema XY. Check. 3 Tage später nehme ich ein Unterthema, in dem ich oder über das ich im Podcast gesprochen habe und sage nochmal explizit diesen Tipp auf Social Media zum Beispiel. Und sag dann, wenn du mehr dazu wissen möchtest oder das große Ganze, ich habe übrigens den Podcast vor 3 Tagen online gebracht. Ein paar Tage später kann ich wieder über ein anderes Thema sprechen. Ich kann ein Kurzvideo dazu machen, was auch immer und sagen, ja, in dem Podcast gehe ich übrigens nochmal genauer darauf ein. Also ich muss nicht jedes Mal sagen, hier ist der Podcast, sondern ich kann das eben ganz gut mit verschiedensten Sachen machen. Ich kann einen Blogartikel dazu schreiben und sagen, wenn du lesen möchtest, prima. Wenn du es aber gerade hören möchtest, hier ist der Podcast dazu. Ne? Also sich überlegen, wie kann ich das erwähnen, ohne es als Hauptthema zu machen. Auf jeden Fall. Nutzt du dafür auch schon KI heutzutage, um eben zu recyceln letztendlich? Teilweise schon. Also was sehr gut funktioniert, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 15 Minuten Folge habe,
dann habe ich eben 15 Minuten gesprochen und ich habe die Möglichkeit, über verschiedene Apps an das Transkript zu kommen. Das heißt, alles, was ich gesagt habe, ist in Textform da. Das kann ich einer KI geben, dann weiß die KI innerhalb dieses Chats, ich würde das immer einen Chat für meinen Podcast zum Beispiel machen, und kann ihr dann sagen, pass mal auf, hier hast du das Transkript, du weißt jetzt, über was ich spreche, was das Thema ist. Und könnte zum Beispiel sagen, schreib mir einen Blogartikel daraus. Aus dem Wissen von diesem Transkript. Oder schreib mir zu dem und dem Unterthema, was ich da angesprochen habe, einen Beitrag auf Social Media. Oder frag ihn, wozu könnte ich ein Reel-Video machen? Teilweise sie können dann, also die KI kann dann auch noch sagen, das ist ein interessantes Thema, das wäre dein Text. Und hier, wie kannst du das visuell unterstützen? Zum Beispiel, ne? Also welche Bilder sollte man nehmen? Da kann man sehr, sehr, sehr viel machen. Man muss immer aufpassen, KI ist KI, dass die Art und Weise, wie man spricht, dass man das anpasst oder eben sagt, das leere Blatt eben füllen, ne? Dass man sagt, okay, gib mir mal Tipps, gib mir mal so einen ersten Hinweis oder so einen so einen Entwurf und schreibt es dann selber. Aber man kann sich eben, ich sage immer gerne, KI ist wie so ein Sparringspartner. Ja, und die Transkripte sind Gold wert für die KI. Gold Auf wert. jeden Fall. Ja. Sehr schön. Damit kommen wir auch langsam schon zum Ende des fachlichen Teils. Aber eine letzte Frage noch, weil das ja auch wichtig ist für den Erfolg eben auf Spotify und Co. Und zwar das Thumbnail, also das Cover. Das hast du vorhin schon mal angesprochen. Es muss auch im Kleinen funktionieren. Hast du da vielleicht noch einen letzten Tipp? Bunt, auffällige Muster, nur Gesicht. Was ist so dein Tipp für das Cover auf eben Spotify und Co., also nicht YouTube? Ja, also Cover und Thumbnail muss man nochmal unterscheiden. Das Cover ist für den gesamten Podcast. Ein Thumbnail gibt es ja mittlerweile auch auf den Podcast-Plattformen, genau. Das Thumbnail ist eher für die einzelne Folge. Für beide gilt, sie werden teilweise sehr klein angezeigt. Das heißt, wenn ich es entwerfe, mal auf die kleinste Zoom-Stufe runter, im Idealfall vielleicht sogar mal noch so 1,2 Meter vom Display weggehen. Kleinteilige Muster funktionieren schlecht, weil sie eben dann wimmelig werden und auch schlechter dargestellt werden. Ich würde weniger mit Mustern arbeiten, eher mit größeren Flächen, mit Farbflächen. Beim Cover muss man sich überlegen, wenn ich jetzt einen Podcast mache, wo es zum Beispiel viel um mich geht, wo ich meine Expertise, meine Art und Weise, ich möchte den Podcast vielleicht zum Vertrauensaufbau machen, dann mit Bild. Und das Bild, ein Ganzkörperporträt, wird einfach wenig bringen. Lieber das Gesicht so groß wie möglich. Ich sag jetzt mal, irgendwie eine berühmte Silhouette, die man so kennt. Michael Jordan oder so, ne? Das funktioniert. Aber wenn es um mich eben geht und ich jetzt vielleicht nicht so absolute Megastar bin, dann das Gesicht so groß wie möglich machen, damit man es einfach erkennen kann. Denn ein Cover in vielen Plattformen wird eigentlich nur das Cover angezeigt. Das heißt, ich würde auch den Tipp geben, den Titel gut lesbar mit draufzunehmen. Denn ganz oft, wie gesagt, werden nur die Cover angezeigt und der Titel darunter noch nicht. Und wenn der Titel irgendwie aussagekräftig ist, bitte mit draufnehmen. Das wären so die größten ersten Tipps dafür. Ja, perfekt. Da gibt's noch eine ganze Menge mehr an Tipps und sonstigen, die man beachten kann oder eben sollte, ne? Vor allem, wenn man sich weiterentwickelt. Für den Start ist es ja einfach Learning by Doing. Anfang ist, glaube ich, das Beste, um einfach selber zu lernen und dann merkt man schon, woran es vielleicht hakt. Perfekt, dann schon mal vielen lieben Dank für die fachlichen Tipps. Und ja, wer mehr erfahren will, letztendlich meldet sich sehr gerne bei Pascal oder schreibt natürlich auch sehr gerne seine Frage unter dieses Video. Auf YouTube könnt ihr das auf jeden Fall gerne machen, dann schauen wir da natürlich auch gerne rein und beantworten die sicherlich auch noch. Ja, du darfst noch ein paar Fragen beantworten zum Schluss und zwar nicht fachlich, sondern einfach typisch für den Erfolgsgeflüster-Podcast. Einfach den Satz beenden, es gibt kein richtig und kein falsch. Okay, bin gespannt. Genau, der erste Satz lautet, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Das A und O. Darf ich noch einen Satz dazu sagen oder dann einfach Darfst nur so? du sehr gerne, ja. Okay. Persönlichkeitsentwicklung ist der Hebel bei mir gewesen. Ja, also ganz, ganz früher war ich Fotograf, die Expertise, fachlich, alles da, aber es bringt einfach nichts, wenn du es nicht an den Mann bringen kannst, wenn du dich nicht traust, rauszugehen und. Das hat alles mit der Persönlichkeit zu tun. Und also wenn ich das vor 10 Jahren gemacht hätte, statt mich darum zu kümmern, gute Kamera, ein gutes Objektiv zu haben oder so,
wäre ich, glaube ich, schneller weitergekommen, als wie es war, wo ich mich erst um Technik oder so gekümmert habe. Also das A und O. Sehr schön. Der zweite Satz lautet, der geht noch ein bisschen tiefer, Leben bedeutet für mich. Leben bedeutet für mich, mit den schönen und nicht so schönen Dingen jonglieren. Sehr schön. Und der letzte Satz, wir sind bei Erfolgsgeflüster, deswegen reden wir jetzt zum Schluss noch einmal über Erfolg und deswegen lautet der Satz, Erfolg bedeutet für mich. Erfolg bedeutet für mich, Ziele zu erreichen, egal wie groß oder klein, weil man sagt, ich bin erfolgreich. Was heißt das? Ich bin reich an Erfolgen und ein Erfolg muss nicht immer sehr groß sein. Also ich habe heute vielleicht jemanden glücklich gemacht. Ich habe heute mit dir ein Interview gehabt. Das ist ein wahnsinniger Erfolg. Feiern und ja, Erfolg, die kleinen Dinge auch feiern. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Pascal, dass du heute da warst. Sehr gerne. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert die sehr gerne. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und nächste Woche wieder einschaltet zur nächsten Folge Erfolgsgeflüster. Macht's gut und bis dann.